Hallo liebe Lebenskünstler, willkommen bei Jenseits des Gewöhnlichen. Willkommen im Schnee. Ja, auch bei uns hat es geschneit. Endlich. Es war richtig schön. Winter Wonderland und so. Und wir dachten natürlich sofort, da drehen wir unser Video. Und dann kam der Regen. Mach was. Aber so ist es, gell? Meine Wünsche und Gottes Pläne. Darum geht es uns heute. Es ist ja an sich eine ganz normale Sache, dass wir uns Dinge wünschen und erträumen, die aber nicht immer genau so eintreffen, wie wir es uns vorgestellt haben. Setzen wir uns kurz hin. Ich weiß da zum Beispiel von einer jungen Frau, die eben schon länger sich einen Partner gewünscht hätte. Es war ihr Wunsch seit Kindheit, dass sie irgendwann eigene Kinder haben würde und eine Familie gründen würde. Und sie hatte auch die eine oder andere Beziehung gehabt, die irgendwie unglücklich gelaufen war. Und nun war sie Mitte 30 und hatte so langsam ein bisschen Angst, dass sich ihr Lebenswunsch eben nicht erfüllen würde. Dann in dieser Situation traf sie dann auch einen Mann, wo sie glaubte, das ist jetzt der Richtige. Beide waren sehr gläubig und haben das dann auch als Gottes Wunsch und Wille und Fügung angesehen, dass sie sich getroffen haben und haben sich zu einem Heirat entschieden. Dann in der Vorbereitung darauf, auf die Hochzeit, haben sie mehr Zeit miteinander verbracht. Und so nach und nach merkte diese Frau, dass das vielleicht doch nicht der Richtige war, dass sie mit ihm wahrscheinlich nicht glücklich werden würde. Und das war dann die größte und schwerste Entscheidung ihres Lebens, dann zu sagen, ich kann diesen Mann nicht heiraten. Und das hat sie ihm dann erklärt und die zwei haben sich getrennt. Das war ja extrem schwer für beide. Und doch waren deutliche Zeichen da, dass dieser Weg nicht der Wille Gottes war für alle beide. Egal wie sehr das ihre eigenen Pläne durchkreuzt hat, jetzt aber ist sie froh, dass sie diese Entscheidung damals getroffen hat. Gott hat ja wirklich den größeren Überblick. Er weiß, was wir uns wirklich wünschen und was uns wirklich glücklich macht. Auch wenn wir das nicht immer sofort merken. Und da können wir uns eben auch täuschen. Was mich in dem Zusammenhang einmal sehr beeindruckt hat, war eine Familie, die hatten einen behinderten Sohn, der war mehrfach behindert und mit 13 Jahren ist er gestorben. Und kurz danach war ich da auf der Durchreise und die haben mich aufgenommen, obwohl die auch gerade noch frisch gebaut hatten und es war noch ein bisschen Baustelle, ihr Haus, aber ich durfte da übernachten. Und die Frau, die hat mir halt erzählt, also sie hatten 5 Kinder insgesamt oder haben 5 Kinder. Und dieser Junge, den anzunehmen und 13 Jahre lang mit dem zu leben, das hat sie ganz viel gelehrt. Das war sicher nicht das, was sie sich zunächst gewünscht hatten, aber sie haben bemerkt und gelernt, dieser Junge ist eine Verherrlichung Gottes. Also er war die ständige Gegenwart Christi in ihrer Familie, so hat sie das ausgedrückt. Und sie hat gemerkt, dass einfach andere Werte zählen, weil sie war sehr erfolgreich und ehrgeizig und bei ihm mussten sie alles machen, ihn füttern, ihm helfen. Aber sie hat gesagt, wir haben 13 Jahre gebraucht, um uns zu verändern. Und jetzt ist ihr das überhaupt nicht mehr so wichtig mit diesen Noten, auch von ihren Kindern. Jetzt hat sie ganz andere Werte und Ziele. Was lassen zu können, macht auch gelassen, schenkt auch Frieden und Glück. Dazu braucht es natürlich Vertrauen. Vertrauen in dieses Leben und auch, dass ich nicht alles verliere, wenn ich etwas loslassen muss. Vertrauen letztlich in Gott, der uns dieses Leben schenkt. Und er ist ja größer und hat wirklich einen besseren Überblick über das, was für uns gut ist. Er will wirklich mein Bestes und weiß, was mich erfüllt und was erfüllend ist für mich. Unser Herz kann uns sogar aufs Glatteis führen. Selbst wenn unsere Sehnsüchte ja von Gott kommen, wenn wir uns nur darauf fixieren, was wir wollen, dann kann es sein, dass unsere Wünsche uns sogar von unserem Lebensziel wegführen. Es ist einfach wichtig, die Situation, in der wir jetzt leben, anzunehmen
Und nicht dem hinterher zu trauern, was hätte auch sein können, aber jetzt nicht ist. Wir leben immer unser komplettes Leben. Ich finde, das ist ein faszinierender Gedanke, trotz allen Einschränkungen, die ich vielleicht habe. Und wir leben die ganze Liebe. Es ist einfach unser Weg der Liebe, uns lieben zu lassen, uns selber zu lieben. In der Situation, in der wir jetzt sind. Das ist eine ganz tolle Übung, die wir immer und überall trainieren können. Mitgehen mit der Dynamik des Lebens. Zum Beispiel, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir denke, dann fragen, was hat Gott für eine bessere Variante für mich? Das war so letzte Woche. Schwester Enrique und ich hatten einen Termin, worüber wir uns echt gefreut haben. Wir hatten dafür eine ganze Stunde Zeit. Und dann haben wir ausgemacht, wir treffen uns an dem Ort. Und dann, aber wir haben beide irgendwie was anderes verstanden. Und so ging sie an die Treppe vor dem Haus und wartete auf mich. Ich kam in ihr Büro und klopfte. Und als sie nicht dort war, dann wartete ich halt im Vorraum. Sie stand an der Treppe. Ich kam nicht. Dann ging sie wieder ins Haus, suchte und suchte, wo ist die Schwester Franzi Marie? Und unterdessen tickte natürlich die Uhr unbarmherzig weiter. Unsere schöne Stunde wurde immer kürzer. Irgendwann rief sie mich dann an, aber ich hatte leider mein Handy nicht dabei. Und so lief sie dann schon los auf unser Ziel zu und dachte, vielleicht wäre ich ja schon weggegangen, schon dort. Und ich saß und wartete und überlegte, was ihr eventuell passiert sein könnte und wieso sie nicht herbeikäme. Es war ein echtes Suchspiel. Sie hat dann wieder zu Hause angerufen, ob jemand mich irgendwo gesehen hätte. Ja, da hat sie mich dann gefunden und hatte mich am Telefon. Ja, wo bist du? Fragte ich. Ich bin doch schon dort, wo unser Treffen sein sollte. Wie, meinte ich? Du bist ohne mich gegangen? Ja, ich dachte, du wärst ohne mich gegangen, meinte sie. Das würde ich doch nie machen, sagte ich. Und so kamen wir dann zu unserem Termin mit ganze 50 Minuten Verspätung. Da hilft einfach nur noch Humor. Aber auch da hatte Gott etwas vor. Jetzt haben wir eine schöne Geschichte für euch gehabt. Weißt du, was man auch machen kann, bevor man sich furchtbar über was ärgert, wenn einem was querkommt, kann man einfach sagen, genau das, was ich wollte. Das erzählt Pater Kentenich von einem Missionar. Der hat sich das immer gesagt, genau das, was ich wollte. Das ist schon mit dem Augenzwinkern und ein bisschen mit Humor. Und so können wir es doch auch machen. Ja, ich glaube auch. Gehen wir genauso durch dieses neu begonnene Jahr mit diesem Bewusstsein. Das, was Gott auch fügt und uns schickt, das ist doch das Beste für uns. Geht ihr mit? Tschüss!